Tja, Freunde, ist das hier der beste Herbstduft? Und warum habe ich den eigentlich auf einmal? Hä? Angel Share? Kilian? Da war doch was. Habe ich nicht immer gesagt, der Duft geht mir auf die Eier, den Duft mag ich nicht? Und das ist das beste Beispiel, warum man immer ein bisschen warten muss. Und ja, nach so vielen Jahren, muss man ja schon sagen, habe ich ihn in meiner Sammlung. Und ich muss sagen, schaut euch das an. Erstmal zum Flakon habe ich nie was gesagt. Sehr, sehr nice. Aber zum Duft. Eigentlich ist es ja gar kein schlechter Duft. Das habe ich auch eigentlich immer schon gesagt. Es ging mir nur darum, die DNA, die ging mir auf den Keks. Fast so wie Aventus, wenn es zu viel wird. Und vor allem den ganzen Nachbauten. Und dann irgendwie hatte ich keine Lust und ich habe dann immer irgendwie ja unterwegs getestet. So. Und dann habe ich ihn lange weggelassen, bis ich jetzt von einem Kumpel eine Probe mitbekommen habe und ich war irgendwie begeistert. Wieder. Was heißt wieder? Ja, wieder, könnte man vielleicht aussagen. Nach so langer Zeit und dann habe ich gesagt, wow. Ja, es gab früher ja mal so ein, ne? Es gibt viele, die diesen Duft nachgebaut haben und da waren auch wirklich gut dabei. Aber das Original bleibt das Original und ich muss sagen, jetzt habe ich ihn und er ist nice. Und warum ist er der beste oder mit einer der besten Herbstdüfte? Das werde ich euch jetzt erzählen. Mein Name ist Dennis, a.k.a. Fragrance Dog aus Hamburg immer noch. So, ja. Angel Share, ja, kommt bei mir spät, aber gerade jetzt zum Herbst muss man ihn erwähnen und zeigen mit einem schönen Flakon und auch einen guten Sprüher soweit, ja. Und der Duft kommt natürlich ganz klar über eine schöne Cognac-Note, die bei den, zum Beispiel bei den ganzen Alternativen gar nicht wirklich so gut vorhanden ist. Hier ist die Cognac-Note einfach am besten und überhaupt sehr, sehr gut gemacht. Ich rede natürlich von günstigen Alternativen. Es gibt noch ganz andere Alternativen, so wie dieser Duft hier, aber da kommen wir dann irgendwann mal zu. Und vielleicht werde ich auch mal den Vergleich machen. Das ist auch eine Hausnummer, aber es geht jetzt hier um den Angel Share. Und ich muss sagen, dieses busige, dieses Cognac-mäßige finde ich richtig nice. Dann haben wir eine schöne Süße, die natürlich durch die Vanille kommt, durch die Praline, die da drin ist. Und dieses Zusammenspiel mit Zimt auch. Also Cognac, Zimt, Praline, Vanille, Eichenholz, Sandelholz und was da drin ist. Dieses ganze Zusammenspiel ist wirklich perfekt. Gut, das habe ich aber früher auch schon gesagt, das ist ja gar nicht so verkehrt. Für diese DNA oder was zu der Zeit, oder im Endeffekt ist das ja auch ein Meisterwerk schon. Und warum? Werde ich euch natürlich erklären. Das ist auch so wie Baccarat Rouge, wie Aventus. Es gibt so viele Marken, die versucht haben, ihn, sag ich mal, nachzumachen. So. Und das war bei Baccarat Rouge genauso und das war bei Aventus so. Es kommt immer irgendwann ein Hype-Duft. Und ja, das ist Angel Share auch. Es kann natürlich auch sein, dass ich deswegen auch nicht so aufgesprungen bin mit, weil ich ja immer so diese Hype-Düfte oder überhaupt Hypes überhaupt nicht so hinterherlaufe gerne. Aber jetzt, ja, nachhinein kommt er, auch wenn er von 2020, ich glaube 2020 wurde dieser Duft schon rausgehauen. Ja, jetzt kommt er bei mir auf den Kanal und das ist auch egal, weil gerade jetzt ist es doch sehr, sehr nice. Und gleich mal vorweg, er hat eine tolle Haltbarkeit und eine tolle Sillage. Also ihr werdet wahrgenommen, er ist präsent über 9, 10 Stunden, also richtig genial, da kann man nichts sagen. Sonst bin ich, wie gesagt, Kilian ist Preis-Leistung oder finde ich preislich ein bisschen too much. Man kann sagen, sie haben einen schönen, ja, eine schöne UVP meistens, aber das ist dann auch immer ziemlich, ich stelle mir ja nicht immer nur oder gucke mir ja nicht die UVP an und dafür manchmal 150 € mehr zu nehmen, weil dann, keine Ahnung, ein Totenschädel drauf ist als Beispiel jetzt oder whatever. Das ist ein bisschen too much. Hier geht die UVP, die ist ganz easy gehalten. Ja, aber natürlich ist dieser Duft vom Preis natürlich oberste Klasse für 50 ml. 260 €, 240, irgendwie so, bekommt ihr aber auch ab und zu für 170 €, wenn runtergesetzt. Aber ich muss schon sagen, in 50 ml, in 100 ml kostet es 300 etwas, 340, irgendwie so. Auf jeden Fall teuer. Nischenduft natürlich, aber wenn ihr sowas Zimtiges, Cognac-mäßiges, busehaftig, Vanille, Praline, all das, was auffällt, wenn ihr sowas mögt, ich glaube, ich werde ja nach so vielen Jahren jetzt nichts Neues erzählen, dann ist das euer Duft. Und gerade jetzt zum Herbst
ich wollte jetzt schon sagen Frühling. Nein, das ist noch nicht. Zum Herbst ist dieser Duft perfekt. So, perfekt. Der Übergang, was heißt Übergang? Wir sind ja schon langsam rübergegangen. 15 Grad, selbst bei 18 Grad kann man diesen Duft sehr gut tragen. Aber es wird eben jetzt viel frischer. Wir haben auch schon 12 Grad in Hamburg gehabt, Regen. Und dann ist dieser Duft einfach genial und umhüllt euch, wenn ihr schlechte Laune habt, wenn ihr dies habt und jenes habt. Ja, und das so ein Thema, warum ich ihn jetzt habe, ist einfach, da könnt ihr sehen, das wollte ich eigentlich schon am Anfang des Videos erzählen, ihr merkt einfach, dass sich ja, der Mensch ändert sich, die Natur ändert sich, wo ich schon sagen, bla bla bla, die Nase ändert sich und es kann einfach dann mal passieren, dass ein Duft, das ist auch so wie bei Parfüms de Marly oft, deswegen sage ich immer, gebt die Parfüms de Marly Düfte nicht ab, weil es kommt der Zeitpunkt, da werdet ihr die wieder geil finden, deswegen niemals abgeben. Es gibt Düfte, klar, ich verkleinere mich auch gerade, schaut gerne in meinen Zug auf Parfumo. Da gibt's übrigens unter Sammlung, das hat mich einer gefragt, unter Sammlung habe ich auch einen Ordner für mich selber gemacht. Die Düfte, die ich abgeben würde, die sind da drin. Da könnt ihr auch mal reingucken. Das ist aber was anderes. Aber es gibt Düfte, wo ich sage, die zum Beispiel Parfüms de Marly, die behalte ich, weil ich weiß, man bekommt immer mal wieder Bock auf die Düfte. Und dann seid ihr richtig drin. Dann gibt's die Phase, wo ihr gar keine Lust habt auf die Düfte, aber der verkauft die nicht. Weil wie gesagt, heutzutage neue Batches, immer wieder neue Veränderungen. Macht das nicht. Und ja, ich glaube, hier hat sich nichts Großartiges verändert seit vor 5 Jahren, verbessert mich. Haltbarkeit, CH ist top. Und ich muss sagen, ich stelle die mal jetzt hier hin. Nice. Also, schöner, busiger, süßer Herbst, auch Winterduft natürlich, den ihr auf jeden Fall benutzen könnt, der richtig gut ist. Jetzt für mich auch, hat lange gedauert, ist aber so, aber es war einfach mehr zu viel. Und diese ganzen, wie gesagt, Hypes mache ich nicht immer mit. Natürlich gibt's das mal, aber ungern. Und jedenfalls selbst zum Kaufen vorstellen tue ich natürlich auch Hype-Düfte. Aber wo ich sage, ich springe lieber später auf dieses Ding auf, da habe ich mehr von. Und ja, finde ich genial. Also wenn ihr zum Beispiel für die Leute, die auch so eine das ist jetzt nicht unbedingt der Vergleich, aber wenn ihr auf Stronger With You, wenn ihr nur zum Beispiel Designer-Düfte habt, oder ihr sagt, ja, teure Düfte, wenn ihr Stronger With You als Beispiel gut findet, dann werdet ihr den hier lieben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Vergleich, ne? Aber was diese Süße angeht und so weiter, diese Richtung ist auch nicht unbedingt vergleichen, aber er spielt in diese Süße oder in dieses Busige, in diese Familie mit. Aber hier ist das für meine Verhältnisse ein ganz andere Liga als Stronger With You, auch wenn Stronger With You gar nicht verkehrt ist, aber als Beispiel für Leute, die Stronger With You mögen, die werden den hier lieben. Also schreibt mal runter, wenn es nicht so ist, aber ich kann es mir vorstellen und so weiter und so fort. Also Freunde, Grüße gehen raus. Angel Share ist jetzt hier in the house und dann bin ich raus. Grüße an meine Mitglieder nochmal und an euch. Schön, dass ihr da seid und bis zum nächsten Mal. Yes!